Hallo ihr Lieben! Heute habe ich einen kleinen Tipp für euch, und zwar habe ich diesen Rahmen auf dem Flohmarkt erstanden. Dazu habe ich diese dünne MDF-Platte, die passt auch genau da rein, von einer Seite schon grundiert. Solltet ihr nur den Rahmen haben, könnt ihr euch im Baumarkt einfach eine passende Platte zurechtschneiden lassen. Und es passt, ich werde diese Platte dann nachher noch farblich gestalten, den Rahmen ebenfalls. Ich werde alles aufeinander abstimmen und das wird mein eigentliches Bild, auch ein Stück Holz, das passt genau in die Mitte, das ist ein Stück Sperrholz. Ihr könnt euch auch ein anderes Stück Holz nehmen und das zurechtsägen lassen oder ihr habt genauso wie ich schon eins. Das sind diese drei Elemente, die haben mich jetzt fast nichts gekostet und ich möchte daraus ein schönes Ensemble machen. Ja, wie gesagt, diesen Rahmen, den finde ich nicht so besonders passend, den werde ich später gestalten. Ich beginne aber mal mit der Gestaltung dieser größeren Platte. Um sicherzugehen, dass die Platte sich nicht verbiegt, könnt ihr sie auch auf der Rückseite nochmal grundieren mit Farbe oder Gesso. Und hier seht ihr meine erste Farbe auf der Vorderseite. Die ist ziemlich dunkel und die werde ich später noch verändern. Auch dieses kleine Brett muss ich vorher grundieren und zwar von der Vorderseite und von der Rückseite, wie gehabt. Diesmal nehme ich weißes Gesso. Hier seht ihr, es sind so kleine Macken drin, die kann man mit dem Gesso auch ausgleichen. Nach dem gründlichen Trocknen mache ich eine kleine Zeichnung mit Bleistift und ihr kennt das Vorgehen ja schon. Ich mische mir meine Farben und fülle die einzelnen Felder aus. Dabei lege ich zuerst einmal alle Flächen farblich fest und dann tariere ich sie in einem weiteren Farbauftrag nach dem Trocknen aus. Das vorläufige Ergebnis, das muss jetzt erstmal gründlich trocknen und dann probiere ich mal aus, wie es auf dem Untergrund aussieht. Okay, der Kontrast ist mir noch ein bisschen zu groß. Das werde ich gleich noch verändern. Nun schaue ich mal, wie der Rahmen mit dem Hintergrund funktioniert und da bin ich auch nicht zufrieden. Mal sehen, wie alles zusammen aussieht. Ich glaube, ich werde diese Farbe aus dem Hintergrund des kleinen Bildes auch in den größeren Hintergrund, also auf dem größeren Brett, wieder aufgreifen und auch auf dem Rahmen in unterschiedlichen Nuancen. Bevor ich den Rahmen farblich gestalte, schleife ich ihn mit Schleifpapier an. Achte auch, dass du die Ecken gut anschleifst. Anschließend entfernst du den Schleifstaub gründlich, bevor du mit dem Bemalen beginnst.
So, zum Schluss habe ich das kleine Bild mit Montagekleber auf die Untergrundplatte geklebt und mir gefällt das Ergebnis richtig gut. Ich hoffe euch auch und ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Tschüss!